Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute haben wir alle Bosch DIY Akkuschrauber auf einem Tisch. Vom kleinsten IXO bis zum größten Monster hier haben wir alles da. Und wir wollen heute mal klären, für wen ist eigentlich welcher der richtige? Was ist denn das hier Wildes mit dem Magazin? Und welcher von denen hier macht am meisten Sinn für dich? Moment, bevor es weitergeht, wir verlosen Werkzeug. Und zwar nicht nur in diesem Video, sondern in jedem Video verlosen wir jeweils Werkzeug. Wahnsinn, oder? Du musst nichts weiter machen, außer unten in die Kommentare deine Meinung zu diesem Video oder zu unseren Themen heute zu schreiben. Und der Hammer ist ja wirklich, du kannst dir dein Werkzeug aussuchen. Schau einfach bei uns auf die Verlosungsseite. Dort siehst du einen Pool an Werkzeug, aus dem du dir einen Gewinn aussuchen kannst, wenn du gewonnen hast. Das, was wir an der Seite sehen, sind einige Beispiele. Das könnte es zum Beispiel auch sein. Für dich ein wichtiger Hinweis. Schau mindestens einmal in der Woche auf der Verlosungsseite vorbei, ob du gewonnen hast, denn du kannst ja bei jedem Video gewinnen und das sind eine Menge Gewinnchancen. Ich muss sagen, das Video heute finde ich super spannend, weil sehr viele von euch immer wieder gesagt haben, was ist denn eigentlich mit Bosch Grün? Ja, also ganz ehrlich, die meisten von euch sagen ganz klar dazu Bosch Grün, aber offiziell heißt das Ganze ja Bosch DIY. Und dieses Video wendet sich einerseits an alle, die sich schon richtig gut mit dem Werkzeug auskennen, um mal zu sehen, was macht Bosch Grün oder Bosch DIY eigentlich so, aber vor allem auch diejenigen, die vielleicht noch gar keinen Akkuschrauber haben und sich den ersten Akkuschrauber kaufen wollen oder einfach wissen wollen, ich möchte jetzt Bosch DIY kaufen aber nehme ich jetzt den oder den? Oder nehme ich dann vielleicht doch den? Genau dafür ist dieses Video. Und wir gehen nun wirklich die ganzen einzelnen Schrauber so durch und erklären auch die Vor- und Nachteile. Und hinterher wirst du auf jeden Fall wissen, welcher der richtige für dich ist oder vielleicht sogar welche, wenn du vielleicht sogar mehrere brauchst oder mehrere nutzen möchtest. Und wir fangen auch wirklich gleich mal an, zack, rein ins Thema. Ich habe hier übrigens lustige Zettel hinten mit den ganzen Preisen und ein paar technischen Daten, weil das kann sich ja kein Mensch merken, weil wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5.000 verschiedene Akkuschrauber. Und da muss ich auch wirklich sagen, das werdet ihr auch gleich sehen, ich verstehe nicht so richtig, warum Bosch da so viele verschiedene Akkuschrauber gebaut hat. Also, ihr werdet sehen, boah, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber egal. Hier vorne müssen wir anfangen. Hier vorne ist es so, wir haben hier eigentlich 3 Geräte, die sehr einfach, also sehr speziell sind und für sich selber stehen, die wir hier eigentlich in diese gesamte Range gar nicht mit reinnehmen sollten. Aber sie gehören zu den Akkuschraubern im Bereich Bosch DIY, deswegen haben wir sie hier mit auf dem Tisch. Wir fangen hier mal bei dem IXO an. Der kleinste, den wir haben, integrierter Akku und ist ein extrem beliebtes Gerät bei euch. Ich selber habe auch einen für spezielle, so ganz kleine Dinge, die ich ab und zu mal mache und benutze den wirklich gerne. Ja, hier unten Kabel rein, aufladen, fertig. USB übrigens geht schön und macht seinen Dienst. Der IXO ist etwas für jemanden, der sagt, Mensch, viel Kraft brauche ich nicht. Der hat nur 5 Newtonmeter, ja, viel mehr hat er nicht und macht seinen Dienst. Aber wenn du einfach nur mal so ein bisschen Schränke aufbauen, ein bisschen hier, ein bisschen da, so ein bisschen Fussel machen möchtest, ist das hier völlig ausreichend. Also selbst für IKEA würde ich sagen, brauchst du eigentlich nicht mehr Kraft. Also wenn du sonst irgendwelche so kleinere Sachen hast, kannst du ihn nutzen. Der Vorteil vom IXO ist aber auch nochmal, es gibt ein riesiges Universum, was du alles hier vorne so ranstecken kannst. Ja? Also gefühlt kannst du eine Eismaschine daraus bauen oder einen Schneeschieber. Ich weiß, ihr wisst, was ich meine. Ja? Also da kann man echt eine Menge noch machen. Wir blenden dir da drüben mal ein paar Dinge ein, die man da also alles so ranbauen kann. Das ist schon ganz wild. Ja, IXO, ein spezielles Thema, deswegen sage ich auch, vielleicht kann es für euch sinnvoll sein, dass ihr eben auch mehrere Geräte kauft, weil der ist wirklich so ein sehr, entweder Schränke und so weiter oder super spezialisierte Sachen. Kommen wir zum nächsten, auch Spezialschrauber, der hier ist es so, dass es wirklich wie nennt man das eigentlich? Ein Impact-Schrauber? Das ist so, eine Impact ist ja noch eine andere Sache. Achtung, müsst ihr aufpassen. Aber hier ist es so, bei dem, der kann nicht einfach so schrauben. Also ich kann jetzt hier nicht sagen, schrauben, 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 sondern der schraubt nur auf Druck. Und zwar habe ich hier einen Schalter, aus, also Vorwärtslauf, Rückwärtslauf oder aus. Jetzt ist er aus, jetzt passiert hier gar nichts. Jetzt ist Vorwärtslauf und jetzt passiert, ja, ihr seht, ja, ihr hört das. Nur auf Druck schraubt er. Und wenn du sagst, du möchtest aufhören zu schrauben, dann ziehst du einfach das Ganze zurück. Du hast hier hinten auch die Möglichkeit, die Geschwindigkeit einzustellen von sehr langsam. Moment. Wirklich langsam bis relativ schnell. Großer Vorteil, super kompakt, ja, kannst du schnell benutzen. Großer Nachteil, du kannst es nicht so intuitiv dosieren wie so ein Schrauber.
Ja, weil hier ist es ja so, dass du den loslässt und dann ist er relativ schnell am Stoppen. Hier hast du in der Hand und du musst wirklich das rausziehen. Wenn du gerade stärkere oder größere Schrauben hast und das reindrückst, kann das schon sein, dass es ein bisschen so die Hand umdreht. Ja? Aber in Summe schon ein geniales Teil. Also es ist ein Go und der Go hier, der Name ist Programm, da kannst du sofort nehmen, loslegen und fertig. Kommen wir zum nächsten. Hier auch super speziell, also wirklich super, super speziell. Ein kleiner Akkuschrauber, der auch wirklich wenig Kraft hat, nur 4,5 Newtonmeter. Aber du kannst hiermit eine Sache machen, die sonst kein anderer Akkuschrauber hat. Nämlich du hast hier ein Magazin eingebaut und in diesem Magazin, ja, sind die einzelnen Bits drin. Und ich kann hier wirklich von oben schön reingucken, sehe, hier habe ich Kreuzschlitz oder, nee, das ist glaube ich Pozi-Drive sogar. Jetzt kommen wir schon zu dem Problem, so richtig gut sehen kann man es nicht. Ich gehe erstmal weiter. Hier ist außen Sechskant, hier ist Torx. Okay, Torx würde ich haben, super. Dann nehme ich hier das hier, drücke das nach vorne und zack, ist der Bit hier. Und jetzt habe ich hier den Bit, kann jetzt schrauben. Ja. Vorwärts, rückwärts, geht wunderbar, kann ich umstellen hier, rechts, links und kann damit losschrauben. Der große Vorteil, den ich habe, ist, die Bits fliegen nicht rum. Also wenn du die Bits wirklich am Mann haben möchtest, dann ist es hier genial. Die Bits gehören auch zum Lieferumfang. Ja? Das ist eigentlich schon eine geniale Sache, hast alles gleich dabei. Das Ganze übrigens nur für 60 €. Ja? Das Ganze wird auch geladen, hier unten über USB und dann feuerfrei. Jetzt ist die Frage, was kannst du denn damit machen? Das ist schon für kleinere Schraubanwendungen, wenn du so richtig echte Schrauben hast, also Schrauben in Holz reinschrauben möchtest, für kleinere Sachen, bis Schrauben, ich sag mal so 30, 40 Millimeter Länge, wird das gut funktionieren. Irgendwann, je länger die werden, umso mehr quält sich das Gerät. Aber für einfache, normale Sachen, glaube ich, gar kein Problem. Das heißt, du kannst hiermit Möbel aufbauen, aber zum Beispiel auch mal, wenn du ein Bild aufhängen möchtest und schon ein Loch hast, Dübel rein, die Schraube rein, das kriegst du mit dem hier schon hin. Das Loch kriegst du damit aber definitiv nicht hin. Darüber müssen wir noch gleich sprechen, wo wir anfangen können, hiermit wirklich auch mit Schlag zu arbeiten und auch Löcher in Wände zu machen. Ja. So, also das hier finde ich schon genial. Du kannst übrigens auch hier den Bit rausnehmen und dann hier wieder rausnehmen und noch einen anderen Bit hier einsetzen. Also quasi das Magazin so befüllen, wie du es willst. Ja, das ist gar kein Problem. Finde ich eigentlich ganz lustig gemacht und ist was für denjenigen, der sagt, ach Mensch, guck mal, will ich alles zusammen haben und feuerfrei. Das Einzige ist, ist das jetzt ein Torx 10-Bit oder ein Torx 15-Bit? Das steht hier ja nicht drauf. Und ich erkenne das noch nicht mal hier durch das Fenster. Ergo, du musst schon eher sagen, ich nehme den mal und probiere es aus, ob er passt oder ob er nicht passt. Aber ganz ehrlich, ja, passt nicht, passt, Feuer. Also das ist schon schnell gemacht. So, wenn wir jetzt bis dahin sehen, das sind alles so Spezialteile. Jetzt kommen wir zu richtigen Akkuschraubern. Ja, ich sage es bewusst mal so, weil jetzt kommen wir hier zu 12 Volt Akkuschraubern, jetzt zu 18 Volt Akkuschrauber, die dann schon richtig Kraft haben. Wie viel Kraft? Kommen wir gleich dazu. Ich will das euch auch mal so ein bisschen versinnbildlichen. Wir haben jetzt aber ein Problem, denn wir haben jetzt hier zwei 12 Volt Akkuschrauber. Ja? Einmal hier den kleinen Easy Drill 12. Ja? Auch nur mit 15 Newtonmetern. Und hier haben wir den, jetzt muss ich selber mal raufgucken, den Easy Drill 1200. So, der hier hat 30 Newtonmeter, der hier hat nur 15 Newtonmeter. Was ist jetzt der Vorteil von dem kleinen? Also er kostet mehr, weil er kostet 70 €, der kostet nur 45 €. Wichtig, ab hier alles Solopreise ohne Akku, also du kaufst das pure Gerät ohne den Akku, den wir haben. Ja? So, aber was ist denn hier der Vorteil? Er ist teurer. Er hat einen fest verbauten Akku, das heißt der 12 Volt Akku, der hier drin ist, den kann ich nicht rausnehmen. Ist das ein Vorteil? Eigentlich nicht. Hier kann ich ihn rausnehmen. Ja? Er hat weniger Kraft und er kostet mehr. Ich verstehe es nicht. Also warum soll ich den nutzen? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Warum ist der hier eine echte Alternative für den? Das Einzige, was an dem anders ist, er ist kleiner. Also er ist etwas kompakter und etwas leichter. Ja, sei es drum. Also das ist der Unterschied. Laden kannst du ihn übrigens auch hier hinten über ein Ladegerät, nicht USB, sondern hier über so eine runde Buchse, sage ich jetzt mal, die du ansteckst. Der große Vorteil von dem ist einfach wirklich, kostet 45 €. So ein Akku kostet 25 €, fehlt das Ladegerät. Ja, aber wenn du im 12 Volt Segment unterwegs bist, ja, dann ist der mit 45 € stärker. Das bisschen, ja. Meine Empfehlung, wenn du bei 12 Volt bist, würde ich ganz klar den hier nehmen. Ja.
Aber okay, das muss ja jeder selber wissen. Ich für meinen Teil, wenn du noch gar nichts hast, ja, würde die beiden Geräte nicht in Betracht ziehen. Weil, wenn du noch gar nichts hast, dann ist es so, naja, 12 Volt, geh lieber ins 18 Volt Thema, weil bei 18 Volt hast du so viel andere und mehr Geräte, die du nutzen kannst und so wenig Aufpreis, den du auch hast bei den Geräten, die wir jetzt hier haben. Weil, was kostet denn der Akkuschrauber hier, Solo? Der kostet entspannte, steht es extra, 50 Euro. Ja? Also das ist der Akkuschrauber hier, 18 Volt mit maximal 40 Newtonmeter, kostet einfach mal 50 Euro. Ja? 50 Euro. Der hat einige Nachteile gegenüber den anderen Geräten, aber dem 12 Volt gegenüber hat er eigentlich nur Vorteile, bis auf einen Nachteil. Er ist natürlich schwerer und etwas größer. Wenn das für dich verschmerzbar ist, kein Problem. Um auch mal in Relation zu setzen, was kann dieses Gerät und alle anderen dahinter sowieso, ist, wie groß sind denn die Schrauben, die der hier schafft. Ja? Und er schafft zum Beispiel eine solche Schraube. Das ist schon eine amtliche Schraube, die ist über 20 cm lang und das kann dieser Akkuschrauber. Und wir sind ja immer noch bei Bosch DIY, das heißt also im Privatsegment, wo es eigentlich nicht um die maximale Power ankommt. Und selbst der hier, der kleinste 18 Volt, wir haben es ausprobiert, schafft so eine Schraube. Und das ist schon krass. Ja? Also wie häufig benutzt man dann Schrauben, die größer sind als die im Bereich DIY? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und ihr kauft kein Bosch Professional oder Makita oder ein Dewalt oder sonst irgendwas. Das ist ja echt selten. Ja? Das ist vielleicht jemand, der anfängt und dann, wenn man ambitionierter wird, bevor man sich den nächsten kauft, dann wird man vielleicht irgendwann mal hier eine Grenze feststellen. Aber boah, das ist schon heftig viel. So. Wenn wir uns jetzt dieses Gerät hier angucken, und ich muss sagen, es fällt mir total schwer, diese Geräte hier so ein bisschen auseinander zu differenzieren, weil die Unterschiede so klein sind. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, Mensch, warum bringt Bosch so viele verschiedene Geräte raus? Denn wir haben hier immer noch einen Easy Drill. Ja, bis hier, das Easy Drill, das ist die Einteilung von Bosch in einfache kleine Aufgaben. Okay, so, der hier nochmal 50 Euro, Solo, 40 Newtonmeter. Wichtig, Newtonmeter ist ja die Kraft. Wie stark ist der denn und wie stark kann der denn etwas reindrehen? Ja? Reicht für so etwas, was wir eben gesehen haben. Kommen wir, das ist der Easy Drill 18V40, über den wir hier gesprochen haben. Wenn wir jetzt zum nächsten gehen, das ist der Easy Drill 18V, was? Wie heißt der? 18V. Das ist einfach nur 18V. Okay. Und zwar nicht der Easy, sondern das ist der Universal Drill 18V. So. Der kostet 10 Euro mehr. Und das war's. Also er kostet mehr und ist halt mehr. Es gibt nichts weiter. Das Einzige, was auffällt, ist, der hat nur 1400 Umdrehungen. Also der teurere, der hat 1600 Umdrehungen. Ist halt so. Ja. Bosch gibt an, dass das hier die Universalserie ist, die hochwertiger ist. Natürlich, was man sagen muss, ist, hier sind so ein paar Kleinigkeiten. Er hat hier etwas mehr Gummi. Ja, die Gummierung ist hier etwas umfangreicher, hier im oberen Bereich. Das sind so ein paar klitzekleinigkeiten. Aber rein funktional ist es so, dass ich hier kaum Unterschied sehe. Hier das Licht zum Beispiel ist zwar optisch jetzt ein bisschen anders gebaut, aber ich drücke drauf, hier ist hier unten Licht. Hier drücke ich drauf, ist unten Licht. Ja, ist halt Licht, ja. Und so ist es auch mit den ganzen anderen Sachen. Es ist kein großer Unterschied, außer es kostet halt 10 Euro mehr. Wenn ihr mich übrigens fragt, ja, würde ich keinen von beiden kaufen, sondern ich würde einen Schritt weiter gehen. Denn bei dem Gerät hier sind wir bei 70 Euro. Also wir zahlen einfach nur 20 Euro mehr. Budgettechnisch, wenn du sagst, Budget ist ein Riesenthema, kauf den. Ja? Kauf den Easy Drill 18V40. Budget 50 Euro ist der Wahnsinn. Jetzt gehen wir mal zu dem, der kostet 70 Euro. Und wenn du 70 Euro ausgeben kannst, würde ich auf jeden Fall in diese Richtung gucken. Vielleicht auch in diese Richtung, müssen wir gucken. Und zum Thema Schlag und die Schlagfunktion kommen wir noch, weil keiner hiervon hat eine Schlagfunktion. Wozu du es brauchst, was du damit machst, wie, was, wo, kommen wir noch dazu. Bei dem hier, bei dem Universal Drill 18V60, der hat sage und schreibe, wie viel Newtonmeter? Schreibt es in die Kommentare. Nein, Quatsch. Natürlich 60 Newtonmeter und er kostet 70 Euro. Das heißt, er hat 50% mehr Kraft als diese beiden hier und kostet euch sage und schreibe
Hier nur 10 Euro Aufpreis, hier sind sogar nur 20 Euro Aufpreis, aber das ist ja echt nicht viel. Und du hast hier aber viele Vorteile bei dem Gerät. Das erste Thema, mehr Kraft, Nummer 1. Nummer 2, was wir haben hier ein Metallbohrfutter. Das kannst du auch deutlich besser halten, ist präziser, hochwertiger und so weiter. Ja? Haben wir hier mit dabei, finde ich mega cool. Nächster Vorteil, den wir jetzt hier zum Beispiel sehen, den wir hier nicht haben, jetzt könnt ihr euch die Frage stellen, sagt mir doch mal, wie voll ist der Akku? Keine Ahnung, weiß ich nicht, weiß kein Mensch, weil am Akku ist ja keine Akkuanzeige, okay, aber am Gerät ist auch keine Akkuanzeige. Das ist ein Problem. Und du möchtest eigentlich, wenn du sagst, ja, ich fahre jetzt mal zu meinem Kumpel, da baue ich nochmal irgendwas auf und willst vielleicht nicht 1000 Sachen mitnehmen, sondern ein Akku wird da schon reichen, naja, hast du keine Ahnung, wie voll er ist. Also ein bisschen wieder schwierig. Bei dem hier kannst du sagen, kannst du auch testen, wie voll sind denn meine Akkus eigentlich. Wir haben hier einen Akku, der hat eine integrierte Akkuanzeige. Ja, der ist relativ leer hier, aber die anderen haben das nicht. Die haben eben keine integrierte Akkuanzeige. Ja, das gibt solche und solche. Wenn du das nicht hast, hast du den Vorteil, hier bei dem Gerät wird hier vorne angezeigt, hier, wie voll ist der Akku denn? Ja, und das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Und das hast du hier für 10 Euro mehr, hast du einen deutlich besseren Akkuschrauber. Und der ist schon wirklich genial. Das ist ein richtig cooles, krasses Teil, was auch nochmal deutlich größere Schrauben als so etwas reinschrauben kann. Weil ich es übrigens die ganze Zeit nicht gesagt habe, diese Geräte hier haben alle 2 Gänge. Also alle hier haben 2 Gänge. Und zwar haben wir hier Gang 1 und Gang 2, können wir einfach umschalten. Und falls du selbst nicht weißt, wie viel Umdrehung schafft denn dein Gerät eigentlich, kannst du hier immer drauf gucken. Das ist bei Bosch immer hier mit drauf. Und zwar sehen wir hier, der hat zum Beispiel 500 und 1900 Umdrehungen. Das ist übrigens dieselbe Umdrehungszahl, wie die ganzen Professional-Geräte haben. Die haben manchmal auch dann bis zu 2000, 2100. Aber mit 1900 bist du da schon im sehr soliden Bereich, hast eine sehr große Umdrehungszahl. Auch mit 500 kriegst du im ersten Gang die Schraube schon mal relativ schnell rein. Ja? Wohingegen diese Geräte hier im ersten Gang nur 430 Umdrehungen haben. Aber das ist ehrlicherweise gar nicht so wichtig. Vorteile, dreht schneller, hat hier das Bohrfutter, ist ein bisschen kompakter, hochwertiger und du hast hier jetzt schon die Akkuanzeige. Und ich glaube, hier leuchtet jetzt auch schon das Licht nach. Ja? Alles Vorteile von dem Gerät, wo ich sage, 20 Euro mehr und so ein Akkuschrauber hält ja nicht eine Woche, den kaufst du auch nicht für ein Projekt, sondern du kaufst das ja über viele Jahre. Ja? Ich habe von dem hier übrigens den Vorgänger, Vorgänger, sieht man auch in meinen Videos, ganz altes Video, habe ich den Vorgänger von dem gehabt und mit dem habe ich 10.000, 20.000 Schrauben reingeschraubt. Das ist kein Scheiß, weil ich weiß, ich habe damals mein Dach abgebrettert und ich habe andere Sachen mitgebaut, ich habe wirklich echt viel damit gemacht und das hat super gehalten, das Teil. Und ich habe es nachher, der war nicht mehr kaputt, ich habe ihn irgendwann verschenkt, weil ich zu Professional gewechselt bin. Kommen wir jetzt zum nächsten Schrauber und hier ist wieder irgendwie gefühlt alles anders. Aber ich habe hier noch eine Sache vergessen, nämlich das Gerät hier hat einen Brushless Motor. Ja? Also für 70 Euro bekommst du jetzt schon einen Brushless Motor, den du hier eben nicht bekommst. Der Vorteil eines Brushless Motors ist einfach, er hat keine Bürsten mehr. Das ist der Brushed, ja, ein Motor mit Bürste hier. Brushless, Motor ohne Bürste. Was ist der Vorteil dafür, dass er eben diese Kohlebürste nicht mehr hat, um diesen Kontakt herzustellen? Ganz einfach. Es ist so, bei dem Gerät oder allgemein bei Brushless-Motoren, dass sie vor allem erst einmal keine Wartung haben, keine Bürste, muss ich nicht austauschen, weil eine Bürste bei einem Bürstenmotor muss ich jemand austauschen, weil sich ja abnutzt. Zweiter großer Vorteil ist, ich habe eine höhere Energieeffizienz und einen kompakteren Motor. Ja, dadurch kann man das Gerät auch ein bisschen kompakter bauen, man kann dadurch andere Funktionen wiederum einbauen, sehen wir gleich und so weiter und so fort. Wenn ich die Wahl habe, würde ich immer einen Brushless Motor nehmen, weil er eben diverse Vorteile hat und auch elektronisch ein paar Vorteile, aber das würde jetzt zu weit führen. Lass uns zum nächsten Gerät schauen. Wir hatten ja hier 70 Euro gesagt, jetzt kommen wir wieder zu 70 Euro und werden sagen, also Bosch, was ist denn jetzt hier los? Ja? Und deswegen finde ich es auch so schwierig, sich zu entscheiden, weil der hier 70 Euro, der hier auch 70 Euro, aber der hat einige Funktionen mehr, aber ist wiederum schwächer. Wir hatten ja hier gesagt, wir haben hier 60 Newtonmeter. Wir haben ja den nochmal Universal Drill 18V 860. Jetzt haben wir hier den Advanced Drill 18. Ja, und hier haben wir wieder nur rund 40 Newtonmeter bei dem Gerät. Das heißt, er ist schwächer, hat aber Vorteile. Vorteil Nummer 1 ist, er hat eine gewisse andere intuitive Benutzung.
Wenn man das mag, okay. Und das wäre zum Beispiel hier oben, das hier. Hier kann ich ja zwischen dem ersten und zweiten Gang so umschalten. Ja. Hier mache ich es eben über so einen Hebel. Das ist einfach anders. Hier Schrauben, bohren. Das ist schön einfach gemacht. Nochmal. Schrauben, bohren. Jetzt, ich muss bohren, ja, dann muss ich hier hinschalten. Heißt also, er dreht schneller. In dem Fall sind es aber auch nur 1350 Umdrehungen. Also ganz weit weg von den 1600 oder 1900, die wir eben schon hatten. Also er dreht deutlich langsamer, ja, als der. So, aber ein großer Vorteil ist das hier. Kaputt. Nämlich ich kann das Bohrfutter abnehmen. Im Preis, den wir hier haben, 70 €, haben wir nur das Bohrfutter und das Gerät. Das ist nochmal wichtig. Es gibt noch andere Aufsätze, zu denen kommen wir gleich. Aber sei es drum, der große Vorteil hier ist, er ist kompakt. Das heißt, wenn ich einen sehr kleinen brauche, kann ich das Bohrfutter abnehmen und nicht, dass ihr denkt, ich kann damit nichts anfangen, sondern hier kann ich jetzt ein Bit einsetzen und kann entsprechend losschrauben. Zup und fertig. Nachteil ist ein bisschen, der Bit wird hier nicht gehalten. Ja, das heißt, wenn der Bit sich ein bisschen verkantet, wird er immer mit rausgezogen. Aber wenn du wirklich eine Stelle hast, wo du kompakt arbeiten möchtest, ist das schon eine geniale Sache. Ja, du siehst auch hier, deutlich kompakter, schon cool. Ja, gerade mit Bithalter wärst du schon eher hier vorne. Hier hast du einen Bithalter integriert, das ist schon echt klein. So. Das ist noch ein Vorteil von dem Gerät, was du hier hast. Ansonsten auch Brushless Motor, Nachleuchten, Batterieanzeige. Boah, hier vorne hast du einen Bithalter mit drin. Ja, den kannst du hier ansetzen. Ist der Bit hier mitgehalten? Ja, weiß ich nicht. Ich mache das nie, weil so dieser Doppelbit, den brauchst du immer gefühlt irgendwie nie und dann fliegt der mal irgendwo rum. Und natürlich kannst du aber auch normalen Bit hier ran tun. Ja, das funktioniert schon. So, ansonsten ist das so, wo ich sage, weil jetzt wird es richtig wild. Also jetzt wird es wirklich wild. Wir haben ja hier den Advanced Drill 18 für 70 €. Und jetzt, was ist denn jetzt los? Jetzt kommen wir zum Advanced Drill 18 V80 für 5 € mehr. Also für 5 € mehr bekommst du jetzt Folgendes. Und deswegen sage ich, warum? Was soll das alles? Weil es ist völlig klar, was du kaufst. Und zwar den da, weil der dann wieder alles kann für nur 5 € mehr im Verhältnis. Wir haben es vorhin schon gesagt, hier 50 €, absolut Budget und so weiter. Aber bei dem hier hast du jetzt Folgendes. Wir haben hier bis zu 80 Newtonmeter. Das Gerät hier hat zwar diesen Zusatzhandgriff, den kann ich natürlich auch abnehmen einfach. Ich drehe den mal ab. Das sieht ja für dich erstmal wieder genauso aus wie der andere. Ja? So, das ist kein großer Unterschied. Ich nehme auch mal bewusst jetzt hier den Akku ab, packe jetzt hier den Akku drunter, damit es auch noch ähnlicher aussieht. Okay. Was ist der Vorteil? 5 € mehr nochmal. Wie gesagt, wir haben erst einmal diesen Griff. Den Griff können wir hier jetzt dran machen und der Vorteil von dem Griff ist, wenn wir eben so eine große Schraube haben, dann ist es so, dass irgendwann die Kraft enorm ist, die auf deinem Handgelenk ruht und du musst ihn ja wirklich festhalten, so gegendrücken auch. Bei 80 Newtonmeter, das ist wirklich, wirklich viel Kraft. Da musst du schon echt aufpassen. Hast du jetzt hier den Vorteil, jetzt sagst du, oh, große Schraube, Schränke aufbauen, brauchst du alles nicht, aber kleine Schrauben auch nicht. Jetzt hast du aber eine große Schraube, dann nimmst du den Zusatzhandgriff, hast du viel mehr Kontrolle, kannst du festhalten, dann diese drehende Bewegung hältst du auf mit der zweiten Hand, wirklich genial. Weiterer Vorteil von dem hier, also nochmal dem Advanced Drill 18 V80, du hast jetzt hier auch, kannst du das Bohrfutter abnehmen, aber du hast jetzt ein Metallbohrfutter hier mit dabei, ja, bei der ganzen Sache. Das hast du, auch wieder Brushless, du hast hier 2 Gänge, eine andere Art und Weise das zu machen, aber du hast jetzt 2 Gänge, Drehmomentstufen hast du dabei, Rechts-Links-Lauf machst du halt hier wieder herkömmlich. Hier habe ich vorhin vergessen zu sagen, hier machst du das ja nicht über diesen Schalter rechts-links, ja, beim Advanced Drill 18, sondern hier machst du das mit so einem kleinen Push hier drauf. Dadurch siehst du hier eine Lampe oder eine kleine Leuchte, die sagt jetzt, laufe ich vorwärts, dann laufe ich rückwärts. Ja? Das ist halt, ihr merkt, das ist ein ganz anderes Bedienkonzept, was wir haben. Bei dem hier, Rechts-Links-Lauf, ganz ehrlich, ist das schlechter? Nee, das ist, finde ich, genauso gut oder, ja, kein Gefühl, kann er weniger, nee, kann nicht weniger kaputt gehen. Ach, ihr wisst, was ich meine. So, das alles habe ich und ich habe hier einfach mal ein extrem kräftiges Gerät. Und jetzt musst du beim Bereich, wenn wir jetzt mal hier, das hier ist jetzt schon Impact, ja, zum Thema Schlagbohren, da kommen wir gleich noch dazu, musst du dir hier wirklich überlegen, okay, möchte ich einfach möglichst
leicht schrauben, dann bin ich hier, ja, so ein eher kompakteres Gerät, ein bisschen leichter, wenig Funktionen, Budget. Oder sage ich einfach, komm, 25 € obendrauf und habe ich hier ein Gerät, was wirklich gefühlt alles kann. Das Ding lacht über so eine Schraube, zack, bumm, rein, gar kein Problem. Du kannst es sehr gut handeln, das alle Vorteile von allen Geräten und bezahlst kaum einen Aufpreis. Also da würde ich wirklich drüber nachdenken, mir wirklich genau dieses Gerät zu kaufen. Das Gerät kostet 75 €, wenn du das aber sagst, Mensch, ich möchte eine Stufe weiter und möchte jetzt alle möglichen Aufsätze auch noch haben, gibt es das als Set für 110 € und dann bekommst du da zum Beispiel diesen kleinen Aufsatz hier noch mit dazu, dass du jetzt hier jetzt deine Bit-Aufsätze reintun kannst. Moment, dann haben wir hier vor allem den hier, den Exzenter. Ja, wenn wir den hier reinmachen, Moment, dann so und dann können wir hier oben, ja, ganz nah irgendwo dran schrauben. Das ist total genial, weil, hier unten können wir es auch schön zeigen, ich habe bei einem normalen Akkuschrauber ja immer das Problem, dass ich, wenn ich jetzt hier was schrauben möchte, ist ja hier die Schraube, guckt ja hier raus, oder der Bit, und jetzt habe ich ja hier oben eine Begrenzung. Höher kann ich ja nicht, außer ich muss irgendwie schräg schrauben und so, das will man ja eigentlich auch nicht, sondern hier hast du die Möglichkeit, ganz, ganz eng, ja, über eine Oberfläche zu schrauben. Du kannst es natürlich auch nicht nur so anbauen, sondern auch jetzt zur Seite nehmen und je nachdem, wie du es brauchst. Dasselbe kannst du aber auch hier machen, wenn du sagst, ich muss jetzt mal um die Ecke schrauben. Setzt du es an, zack, das kannst du mal so auch nach oben schrauben, wenn du hier so nicht hinkommst. Oder kannst auch noch zur Seite schrauben oder auch zum Beispiel nach unten schrauben. Du hast eine enge Umgebung, hast hier eine Schraube, musst nach unten, so würdest du niemals dazwischen kommen, da kannst du ihn nehmen. Hier ist eine Schraube, ich packe das hier hinter und ja, dann geht das. Das ganze Set bekommst du für rund 110 €. Jetzt kannst du für dich natürlich auch entscheiden, ach nee, brauche ich alles nicht mit zu viel Firlefanz, ich nehme den und dann kannst du loslegen. 75 €. Finde ich schon genial und da siehst du, wie viel Schrauber bekommst du schon bei Bosch DIY für wenig Geld. Das finde ich schon genial. Es gibt natürlich auch Sets, alles findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt, in Sets, an Geräten und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir noch mal zu dem hier. Und das hier ist der Advanced Impact 18V80, denn es gibt alle diese Schrauber hier auch nochmal als Impact. Das heißt, hier zum Beispiel der hier heißt Easy Drill 18V40, den gibt es aber auch als Easy Impact 18V40. Was ist der Unterschied? Wenn wir jetzt mal die beiden jetzt hier nehmen, ich mache mal hier das Baufoto wieder drauf, will ich euch das auch zeigen. Das ist eine physische Sache auch. Wenn wir hier mal drauf gucken, sehen wir, dass hier ein kleiner Zwischenring ist, und zwar der hier. Der schaltet um zwischen Schrauben und Hammerbohren, meinetwegen, weil hier ist auch ein Hammer drauf abgebildet. Denn hier haben wir die Funktion, mal gucken, ob ich das hinkriege. Da muss ein Akku drin sein. Jetzt haben wir hier die Funktion Bohren. Und jetzt haben wir Schlagen. Hört ihr das? Ja, das heißt, wir haben eine schlagende Bewegung nach vorne, das heißt, er schlägt ganz leicht, das sind 1-2 Millimeter, wenn überhaupt, der das ganz, also hier über die Übersetzung, ganz bisschen nach vorne das bewegt. Also wirklich den Bohrer, den wir hier haben, den Bohrer in Stein, meißelt er ganz bisschen in die Wand hinein. Das heißt, wir haben hier eine Schlagfunktion. Das ist auch nicht mit dem Schlagschrauber zu verwechseln. Ja? Schlagschrauber, große Schrauben, ein anderes Thema. Das hier ist ein Schlagbohrer, der entsprechend dann in Stein reinbohrt. Ganz wichtig ist hier Folgendes. Wenn ich euch einen Tipp geben möchte, wenn ihr nur in eure Wände so ein bisschen mal ab und zu mal so kleinere Löcher reinbohren wollt, dann ist so ein Impact schon vielleicht sinnvoll. Weil kostet ja auch ein bisschen Aufpreis. Ja? Wie gesagt, für alle Geräte, sogar die kleinen hier, gibt es als Impact. Das Problem ist, viele werden enttäuscht sein, wir sagen, na, damit kriege ich doch Löcher in die Wand. Und dann wollen sie aber ein Loch in der Decke machen. Und die Decke ist ja in der Regel Stahlbeton und damit kommst du da überhaupt nicht rein. Also wirklich, du hängst da oben und denkst dir so, mache ich was falsch? Ist das Universum falsch? Oder mache ich jetzt Feierabend? Ja? Oder gibt es jetzt Armbrot? Also du wirst aber auf jeden Fall nicht nach oben kommen. Der Nachbar wird aber genervt sein, weil du ewig da an seinem Fußboden rumbohrst. Ja? Liegt einfach daran, die kinetische Energie ist zu klein. Deswegen ist so ein Bohrhammer, selbst ein ganz kleiner, kompakter Bohrhammer, die gibt es auch für ganz wenig Geld schon, die bessere Alternative als so ein Universal zu nehmen. Warum? Kostet ein paar Euro mehr, macht das Gerät halt auch länger in der Gesamtheit und hilft dir halt nicht überall.
dann eher einen kleinen Bohrhammer noch zusätzlich kaufen und damit dann eben auch mal in die Decke bohren können, selbst wenn er nicht so viel Kraft hat und du jetzt anstatt, ich sag mal, mit so einem hochprofessionellen Superteil, dass du da 30 Sekunden brauchst, brauchst du dann vielleicht 60, 70, 80 Sekunden, schaffst es aber, wohingegen du eine Decke mit dem hier auf keinen Fall kommst. Ja? Das heißt nicht, dass ich schlecht mache, wenn du sagst, so einfache Sachen, kein Problem, aber das musst du eben für dich entscheiden. Du sagst jetzt mal in den Kommentaren, was wäre der richtige für dich. Oder wenn du Fragen hast, schreib es bitte auch in die Kommentare. Wollen wir unbedingt wissen, nach bestem Wissen und Gewissen, wir versuchen auch ein paar, viele davon zu beantworten oder machen ein Folgevideo. Meine persönliche Empfehlung wäre auf jeden Fall hier der 18V80 mit Zusatzhandgriff. Das würde ich nehmen, weil das Geld ist auf jeden Fall gut angesetzt. Und vielleicht würde ich mir noch den XO dazu nehmen, weil der kleine hier schon wirklich genial ist, um so kleine, einfache Aufgaben, mal so ein Schränkchen, ein bisschen hier, ein bisschen da, wo du sagst, mit so einem 80 Newtonmeter Monster, da willst du nicht mit dran gehen. Ja? Das ist meine Empfehlung. Gerne eure in die Kommentare. Und so dann kann ich nur noch sagen, ran an den Bosch DIY Akkuschrauber und bis zum nächsten Mal.